Okay. Also runter da an den Hafen, ne? Hier vorne ist das hier irgendwo gewesen. Ganz unten. Ne, 40 Meter und höher. Ja, dann husch mal gerade hier hoch und sage, hallo! Ich habe das Kind so erschreckt. So, mit dem hier? Okay, du bist der Typ, mit dem wir reden sollen, nervöser Anne. Oh Mann, jetzt habe ich Probleme am Hals. Der Beamte Zau hat mir gesagt, das soll ich hier geben. Was? Der braucht einen Bericht über alle Schiffe am Hafen? Also eigentlich hatte ich schon am Anfang an begonnen, ein Buch darüber zu führen. Aber dann ist da noch der Bericht über importierte Waren, die Mannschaftsberichte und der Bericht über Auswanderer und Zuwanderer. Es gibt einfach so viel, was man aufzeichnen muss. Berichte dies, melde das. Ich kann einfach nicht mit all dem mithalten. Das ist doof. Hier, Freundschaft. Hilft dir. Ja, dann fertige die wichtigsten Berichte dem zuerst an. Ich finde, dass die Berichte alle ungefähr gleich wichtig sind. Ja, dann geh einfach und erklär die Lage. Oder, ach komm hier, ich helfe dir. Danke für das Angebot, solange ich mit der Arbeit nicht vertraut bist, wirst du keine große Hilfe sein. Willst du es trotzdem auf später verschieben, dann musst du es selbst rausfinden. Ordne deine Arbeit einfach beim nächsten Mal besser nach Priorität. Haha, ich rede mir immer ein, dass ich das tun sollte, aber so einfach viel zu tun. Ich vergesse die Prioritäten zu setzen. Es gibt einfach viel zu viel zu tun am Hafen. Zu viel. Ah, ich habe daran gedacht, dass die Zeit reicht einfach nicht aus. Ich muss härter arbeiten. Ich werde heute Nacht durchmachen und morgen und übermorgen mal sehen, ob ich alle Schiffe im Hafen katalogisieren kann. Und ja, wir haben ihn jetzt kaputt gemacht. Immerhin war das der allererste Bericht, an dem ich angefangen habe. Also sollte es nicht der letzte sein, in den ich einreiche. Ja, sehr gut. Natürlich. Vor uns irgendwo. Hier die Alte. Na, was machst du hier, Ying Chok-Hun? Nein, das auch nicht. Nicht ganz richtig. Beamter Zhao hat mir gesagt, ich soll dir das hier geben. Wegen der Pläne für das Laternenritual? Ah, daran schreibe ich gerade. Es kommt mir aber so vor, als würde etwas fehlen. Deswegen nehme ich noch ein paar Änderungen vor. Für ein so großes Ereignis wie das Laternenritual muss jeder sein Bestes geben. Also ich kann diesen Plan noch nicht vorlegen. Du hast keine Zeit mehr, gib ihn endlich ab. Er wird nicht perfekt sein. Aber du hast keine Zeit mehr. Ich weiß, ich kann den besten Plan auslegen, aber ich brauche ein wenig mehr Zeit. Jeder Plan ist besser als überhaupt kein Plan. An deinem Plan gibt es nichts auszusetzen. Reich ihn zuerst ein, du kannst ihn später noch ändern. Wir reden mal gut zu. Es hat vielleicht keine offensichtlichen Fehler, aber lass mich ja wenigstens noch einmal etwas verbessern. Hab doch Zuversicht. Lass dich von deinem Plan vom letzten Jahr inspirieren. Nee, hab Zuversicht, das wird schon. Was für Zuversicht, wenn die Menschen den Lichtquell jetzt nicht mögen? Ich muss das Laternenritual tun. Denk nach, Yatsura, denk nach. Also gut, sobald ich mehr Zeit habe, werde ich den Plan verbessern und einige geringfügige Probleme beheben. Ich hoffe, dass all diesjährige Laternenritual richtig Spaß macht. Ja, wird schon, ne? Okay, aber die haben jetzt die Freundschaft nicht ganz hoch gesetzt. Wird bestimmt keine Auswirkungen haben. Habe ich das von dem angenommen? Von der. Da bist du ja wieder. Vielen Dank. Der nervöse En und Yagozumo haben mir schon eine Nachricht geschickt. Sie sagten, dass sie ihre Arbeit definitiv pünktlich vorlegen werden. Ausgezeichnet. Zumindest kann ich heute Nacht ruhig schlafen. Ja, nicht wie die anderen beiden. Nimm dies als Dankeschön. Du bist wirklich eine große Hilfe gewesen. Nach dem Martyrium bin ich sicher, dass sich diese Fehler nicht mehr begehen werden. Ja, weil sie tot sein werden, bevor sie fertig sind. Werden sich zu Tode ackern, ey. Oh, die sind auf 32 hochgegangen. Sehr schön. Man kann mal ein paar Sachen wieder einsammeln. Zumindest erstmal eine. Ne? Eine ist besser als keine. Kennt das Sprichwort. Gleichgewicht.
Ey, du. Singt sie. Ich soll eine Geschenkpackung bei dir abholen. Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Also Nachrichten verbreiten sich jetzt ziemlich schnell, ne? Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Ja gut, dann nehmen wir alle. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Ja klar, auf jeden Fall. Yep. It's great! Absolut, Hang on a Paimon. moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves, as long as it's on our shelves. Mhm. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. Aha, du willst, dass das in den Tontopf frisst, oder was? It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Okay, ja, in die Box da, oder was? Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Hm. Woohoo! It looks beautiful! Irgendwie fühle ich mich schuldig. Ja, irgendwie schon, ne? Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Okay. Ja, mit glasiertem Schleim. Lecker, lecker. Wo soll das sein? Da oben. In der Hut? Na dann. Ja, erschreck dich ruhig. Huyun. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Bestimmt kann man hier den Mond kaufen. Rede mit uns. Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Mhm. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Bist du bezahlt, um Fragen zu stellen, oder was? Yep. Paimon. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuhang. What's going on here? Yuhangs? Was ist da ein Yuhong? Keine Ahnung, was ein Yuhong ist. I've been waiting for you, returnee from Joyen Karst. Ja, das ist doch schön, dass du uns erwartet hast. It's Ningguang. Echt? Na toll. Glückwunsch. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Das ist überhaupt keine förmliche Anrede, ne? For me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Ja, ist halt echt so. Oh no, it's nothing. Ich bin zum ersten Mal so weit oben. Ne, bist du nicht. Ich war schon mal am höchsten Ort. Zweimal sogar. Einmal im Drachengrat und einmal hier hinten in der Schlucht. Ziemlich hübsch, das Jadegemach. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. Ich weiß nicht. Ich glaube, das andere war höher, aber ja, hier redet ihr das ruhig I ein. have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. Mhm. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue.
Naja, okay, jeder kann ein Hobby haben, ne? Aber hübsch ist er, ja, da hast du recht. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Diese Tian Quan mangelt es definitiv nicht an Ehrgeiz. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. Ja, immerhin, ne? Das ist ja unser Ruf, der... Oh, natürlich, unser Ruf wird natürlich vom Wind verbreitet und getragen. Hm. As Ist such, der I have Mondstadt been und so? putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Ja, und? Wait, was Goldet one of your people? Just Virgildet? No. Was? Just working dort? Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Große Worte. At the Guizhang Ich hab schon wieder nicht Ballista, geguckt, yes? was... Egal. You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? Wahrscheinlich mit einem Fernrohr. I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Warum? Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Kenjing sagt, dass sie Quixing Rex Lapis nichts Schlechtes wünschen. Well, I Ist das wouldn't so? expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Mhm. Ja, ja, mach du mal. Und hier ist irgendwas? Stimmt, ist hier irgendwo was, oder? Wahrscheinlich, ich denke mal bei meinem Glück auf dem Hauptding ganz oben. Aber ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. So einfach. Oh, Saccharos. Komm hoch da. Junge Frau. Also hier kommen wir auf jeden Fall noch hoch. Mal gucken. Stückchen noch mal hoch, ne? Hier oben ist nichts drin. Ich werde mal gucken, ob hier irgendwo was rundherum ist. Noch eins weiter hoch komme ich definitiv nicht. Nee, okay. Schade. Nee, da unten ist auch nichts. Sehr gut, dann haben wir jetzt alles, glaube ich. Es tut mir leid. Da drüben, das Ding ist doch höher. Der Drachengrad ist auch höher. Lebst du so einen kleinen Traum mit, hä? Meine Dame hier. Naja, von mir aus lassen wir I es believe einfach, that ne? you've heard of the Archon War. Nö. Also ich weiß, was Vieh weiß ich nicht drüber, nicht so wirklich. Hör Many ich jetzt gerade gods zum used ersten to Mal. walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. Ja, wie immer, ne, im Krieg halt. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished,
And thus began the era of the Seven. Ja, cool. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Mhm. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Ja gut, ne? So ist es halt. Verlierer gibt's immer in einem Krieg. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the Seven changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the Seven will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Das ist wohl wahr, ja. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Ja, aber warum versteckt ihr dann bitte den Leichnam des Stammesvaters vor der Adepten? Das ist ja die andere große Frage, ha? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there. You, no doubt, saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hafen. Hiding the Exuvia Okay. was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Er vielleicht? Er ist es, nicht wahr? Er. What are you two talking about? Hallo? Well answered. Es könnten zwei sein. Entweder der Graf oder der Changling. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Ja, wir folgen dir. Erwartungsvoll. Na gut. Dann hüpfen wir mal hier rein. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Ja, hübsch ist auf jeden Fall, ne? Wir sollen ja scheinbar hier runtergehen. Oh, hübsch, oder? Sieht so schön aus. Richtig cool gemacht einfach. Was haben wir hier? Irgendein Arbeitszimmer. Sehr offen gehalten natürlich, ne? Schön mit den Kirschblütenbäumen hier. Hübsch, hübsch. Ja, dann. Wenn auch die Berge vergehen und der Boden unter unseren Füßen bröckelt, dieser Vertrag wird sich niemals ändern. Er allein ist das Muttergestein, auf dem Tianberg fest verankert gegen die Wellen verschlagener Machenschaften besteht. Ordentlich gestapelte Schriftrollen? Ein ordentlicher Stapel Schriftrollen. Jedes Blatt Papier ist so dünn wie der Flügel eines Insektes. Vielleicht sind das hier nur Kalligrafiewerke? Wer weiß. Wand des Wissens im Jadegemach. Dies ist die in ganz Fleetwood berüchtigte Wand, gespickt mit geheimen und interessanten Informationen aller Art.
Was ist da eingekreist? Jede Information zur Ordnung der Schiffe, Gewinn und Verlust eines jeden Händlers, den Lagerbeständen, der Sicherheit der Handelswege oder das auswärtige Beziehungen, sei sie noch so klein und unscheinbar, wird hier aufgenommen. Nur jemand mit dem Sinn fürs Wesentliche kann hier noch den Überblick behalten und einen Zusammenhang zwischen all diesen Informationen herstellen. Haben wir so ein Wasser irgendwo? Ich sehe gerade keins, leider. Hier ist so ein Fluss mit einer großen Insel und einer kleinen Insel. Ja, ist eine gute Frage. Grundstadt? Nö. Da wird schon irgendwas Tolles zu bedeuten haben. Die Bestellung für ein Exemplar vom Bräuche von Liquor, Empfang der Götter, die vor 2 Tagen eingegangen ist, wurde nun bearbeitet. Der Artikel wurde an das Jadegemach ausgeliefert. Frau Yang, bitte bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Ja. Okay, ja klar. Die Unterschrift wurde herausgekratzt und ist unlesbar. Ganz schön geheimnisvoll hier. Eine aquamarinfarbene Porzellanvase mit schlankem Hals. Sie hat eine makellose und scheinende Oberfläche und ist ganz klar ein extrem hochwertiger Gegenstand. Sie sieht nicht nur aus, als würde sie aus einem offiziellen Brennofen stammen. Der schwache, irisierende Schein, den sie abgibt, erinnert irgendwie dem von Perlmutt. Es ist zu vermuten, dass sie eine lange Geschichte hat. Auf dem Körper dieses filigranen Ornaments sind einige Wörter in Chrom-Buchstaben geschrieben. Von der Krux. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Ja, dann, ne, Leute? Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Hab ich schon, alles gut. Ich habe alles durchgelesen und fotografiert. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Das da drüben Naturally. ist... Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. Ja, wir haben es ja eben That's durchgelesen. because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. Kommt immer drauf an, ne? But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching, Also zwischen deinem Glauben und ihrem Nicht-Glauben. Dann würde ich Gejing und ihre Skepsis gegenüber allem Göttlichen wählen. Das ist schwierig, ne? Hier mir das da um, da lege ich mich nicht fest. you'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Aber hat sie dann nicht irgendwo recht? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled.
I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Ich nehme an, dass die Fatui etwas mit diesen Gerüchten zu tun haben. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. Dass ihr nicht mit dem Fatui zusammenarbeitet? I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Also meinst du, kann man die göttliche Statue aus einem Kadaver rausholen? Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Oh Mann, Paimon, ist das nicht ein bisschen forsch von dir? Aber ja, eigentlich hast du recht, ne? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Okay. I was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Wieso nicht gleich die ganze Wand? Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Ich glaube, da macht sie nicht mit, oder? Let's grab one. The biggest one. Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Oh Mann, die Paimon, ey. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Qixing spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of permission. Ah, okay. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. Aber meint ihr, dass sie das Blatt jetzt extra da oben hingehängt hat? But research on the Sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. Na, damit haben sie jetzt natürlich, oder hat sie jetzt natürlich Paimons volles Interesse. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. Es entwickelt sich alles ein bisschen zu perfekt. Nyong Wang versucht offensichtlich uns dorthin zu führen. Oh, you really think so? Definitiv. Well, should we not go then? Nein, was ich meine Oh, ist... so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. Und wo ist sie hin? That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Also sollen wir jetzt eigentlich für die Xi Quoing die Fatui aufmischen? Verstehst du das nicht, Paimon?
Das Schlimme ist, sie hatte mich ja auch schon vor. Ich habe ja auch schon danach gesucht, ne? Ja, das ist das Schlimme daran. Die alte ist jetzt weg, oder was? Naja gut, dann ist es so. Aber wir müssen erstmal hier unten zur Abenteurergilde. Ja, ich würde gerne was kaufen. Was sehr Wichtiges. Nein! Ein Tag, 18 Stunden. Also alle 2 Tage kriegt er neues Zeugs. Okay. Dankeschön. Na gut. Add Astra at Ja, the du mich south. auch. Dankeschön. Babbel nicht so viel. Oh ja. Da freut Rupi sich. Ich bin gleich. Wir müssen echt aufpassen. Wir müssen mal hier ein bisschen hochgehen, auch langsam, ne? Nein, ich habe die falsche auch hochgesetzt. Mist. Dumm bin, weil ich dumm bin. Die kann ich alle nicht hochsetzen. Ah, ich muss da irgendwann mal nach grinden. Bisschen. Gut, wir huschen mal dahin. Und wir dann hier gerade mal das Bergschlei hoch, ne? Da können wir auch ein paar Mal springen. Das ist ja nicht allzu hoch zum Glück. I must leave no stone unturned. Oh, das sind Patui. Den Kratzen, warum? Oh. Ja, das ist was Schönes. Okay, da wollen wir auf jeden Fall hin. Alles klar, machen wir in der nächsten Folge. Also dann, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen und in der nächsten Folge kann ich mich wieder aufregen. Also, bis dahin. Ciao, ciao.